Fast 2 Stunden lang hat er gesprochen. Donald Trump hat seine erste Rede als neuer US-Präsident vor den beiden Kammern des Kongresses gehalten. Es werde eine große Rede, in der er Tatsachen schaffen werde, so die vollmundige Ankündigung. Mit entsprechenden Ansagen und Aussagen hatte man deshalb im Vorfeld gerechnet. Die aber blieben aus. Frenetisch feiern die Republikaner ihren Präsidenten. Seit 6 Wochen ist Donald Trump wieder im Amt. Seitdem stellt er die amerikanische Innen- und Außenpolitik auf den Kopf. America is back, so beginnt Trump seine Rede. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Erst nach über einer Stunde spricht Trump überhaupt über die amerikanische Außenpolitik. Er habe einen wichtigen Brief vom ukrainischen Präsidenten Zelensky erhalten. Die ukrainische Regierung sei bereit zu verhandeln. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time. Zum Stopp der amerikanischen Militärhilfe oder der Absicherung eines möglichen Friedens durch die Europäer äußert Trump sich nicht. Dann geht es um den Zollstreit mit Mexiko und Kanada. Trump droht ab Anfang April mit weiteren Importaufschlägen, die dann auch die Europäische Union treffen könnten. Tariffs are not just about protecting American jobs. They're about protecting the soul of our country. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will happen rather quickly. There'll be a little disturbance, but we're okay with that. It won't be much. Auf der Tribüne Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Der mache einen großartigen Job, so Trump. Die amerikanischen Regierungsbehörden werde man weiter auf den Kopf stellen. Standing Ovations, Musk badet im Applaus. I have created the brand new Department of Government Efficiency. DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Es ist eine große Trump-Show im Kapitol, ein Zur-Schaustellen seiner bisherigen Erfolge. Die Republikaner feiern ihn, die Demokraten sind entsetzt, halten während Trumps Rede immer wieder Protestplakate hoch. So, wir haben jetzt einen groben Überblick über das bekommen, was wir zu sehen bekommen haben, zu hören bekommen haben durch Donald Trump, seine erste Rede vor dem Kongress. US-Journalist Eric Kirschbaum ist bei mir im Studio. Das Ganze vielleicht noch ein bisschen einschätzen. Täuscht der Eindruck, aber letztendlich ging es nur um Amerika? Ja, in erster Linie war das alles Innenpolitik gerichtet. Das war die längste Rede von einem Präsident. 1 Stunde 40 hat er geredet, viel gelobt, selbst gelobt. Er meinte, hat eine bessere 40 Tage als alle Präsidenten vor ihm in 8 Jahren oder 4 Jahren. Und voll von Lob, das alles läuft so gut. Er hat die Grenze jetzt sicher gemacht. Es gibt so gut wie keine Grenzübertritte. Er war ganz stolz drüber und hat sich wirklich selbst gelobt. Und Elon Musk hat er besonders viel gelobt für die Department of Government Efficiency. Da gibt es viel Hoffnung, dass die aufgeblähte Regierung könnte wirklich schlanker, kleiner werden unter Trump, und zwar sehr schnell, schneller als alle gedacht haben. Wenn wir jetzt mal aufs Faktische eingehen, hat er denn substanziell irgendetwas Neues erzählt? Man erwartet ja immer, wir haben vorhin auch schon im Studio darüber gesprochen, man erwartet immer zumindest in Europa so eine Vision, so einen großen Schlag in eine Richtung. Kam denn da irgendwas von Donald Trump? Nein, eigentlich nicht. Das war eine aufgewärmte Wahlkampfrede. Der hat Joe Biden 12-mal kritisiert. Normalerweise ist der Wahlkampf vorbei, aber Trump hat immer wieder auf ihn gehackt. Trump hat Angst vor Inflation. Inflation ist immer noch ein großes Thema bei vielen Amerikanern, auch viele seiner Wähler. Die leiden unter steigenden Preisen. Und mit diesen Tarife, die kommen, das könnte laut Experten auch die Preise weiter antreiben. Und er baut vielleicht ein bisschen vor. Er will Biden den ganzen Schuld für Inflation geben, für die wirtschaftlichen Probleme, die auf den Amerikaner kommen. Ja, das war mehr ein Wahlkampfrede als Vision. Es war keine große Vision. Eric, Ukraine spielte tatsächlich eine Rolle. Wie muss man denn bewerten, dass er dann doch
ja fast am Ende zwar erst, aber fast schon ausführlich auf den Brief von Volodymyr Zelensky eingegangen ist, der auch Zitate gebraucht hat. Wie muss man das einordnen? Ja, normalerweise spielt Außenpolitik nicht so eine große Rolle, aber Trump hat dann am Ende der Rede diesen Brief erwähnt und er war ganz zufrieden. Der Streit vom Freitagabend ist Trumps Meinung nach fast vergessen jetzt. Zelensky ist gekrochen mit dem Brief. Der hat geschrieben, was Trump hören wollte. Und Trump will Frieden stiften. Das ist ein ganz großes Ziel für ihn. Er will, dass der Krieg zu Ende geht. Er war entsetzt am Wochenende, als Zelensky gesagt hat, der Krieg wird noch lange dauern. Und deswegen hat Trump alle Unterstützung eingestellt. Trump will, dass Ukraine mitzieht. Und er weiß, dass es unbequem für beide Seiten wird. Aber er glaubt, man kann den Krieg schnell beenden und das ist sein Ziel. Und Zelensky, vielleicht mit Hilfe aus London und Paris, spielt jetzt die Rolle mit, die er eigentlich für Trump spielen soll. Und Trump ist anscheinend zufrieden, hat auch viel Applaus bekommen von vielen Republikanern gestern Abend dafür. Lass uns gleich weitersprechen. Ich würde nämlich gerne mal nachfragen, und zwar bei Paul Ronsheimer in der Ukraine. Guten Morgen dorthin, Paul. Die Reaktion auf diese Rede von Donald Trump und auch die Erwähnung der Ukraine selbst und des Briefes von Volodymyr Zelensky, auf welchen Boden fallen die, beziehungsweise wie sind eben diese Reaktionen? Ja, in der Ukraine ist die Hoffnung vor allem erstmal da und das ist das, worum es ja hier geht, dass die Militärhilfe wieder zurückkommt, also dass Trump diese Einstellung zurücknimmt. Das ist das, wo der Fokus lag. Da hat er in dieser Rede nichts zu gesagt, aber es gibt Berichte, wonach offenbar Keir Starmer, der britische Premierminister, und Emmanuel Macron versuchen, Trump davon zu überzeugen, also dass er das rückgängig macht. Und gleichzeitig gibt es Berichte darüber, dass möglicherweise schon in der nächsten Woche es einen Plan gibt, von Starmer, Macron gemeinsam mit Zelensky nach Washington zu reisen. Das ist zumindest das, was momentan in London diskutiert wird. Das ist die Hoffnung dort. Und da dann tatsächlich über einen Ukraine-Plan zu sprechen. Ist man denn jetzt aber bereit, Paul, alles zu schlucken, was da möglicherweise angeboten wird, wenn es überhaupt Angebote gibt? Weil die Russen beharren ja auf ihrer Meinung, alles, was wir uns unter den Nagel gerissen haben in den letzten 3 Jahren, das bleibt auch russisches Gebiet. Nein, ganz sicher wird Zelensky, ganz sicher werden die Menschen in der Ukraine nicht alles schlucken, was dort auf den Tisch kommt. Denn hier für die Menschen ist klar, dass sie Sicherheit wollen, dass sie Sicherheit brauchen. Vor allem, was dann nach einer Waffenruhe passiert. Und das war ja auch in den vergangenen Tagen eigentlich das entscheidende Thema für Zelensky und für alle, die mit ihm daran arbeiten, für den Außenminister, den Verteidigungsminister, in den Gesprächen mit den Europäern. Immer wieder wurde die Frage aufgeworfen von Zelensky, das höre ich von seinem Team, von ihm selbst, von Leuten, die mit ihm dabei sind. Wie kann er denn den Menschen in der Ukraine einen Frieden verkaufen, wenn es keine Sicherheit gibt? Denn er verweist immer wieder darauf, was nach 2015 passiert ist, also nach dem Minsk-Abkommen und dann noch einmal 2019, da war er selbst schon Präsident, als er mit Putin einen Vertrag gemacht hat, der dann auch nicht gehalten hat und dann gab es die Vollinvasion 2022 und das bleibt für die Ukraine das entscheidende Thema. Jetzt ging es bei dieser Reaktion von Zelensky, das war aus Sicht der Ukrainer eher eine Erpressung. Sie wussten, sie müssen jetzt was tun weil Trump die Militärhilfe eingestellt hat und daher der Tweet, der Brief an die Amerikaner, an Trump, um da die Wogen zu glätten, um wieder an einen Tisch zu kommen. Paul, für den Moment Dankeschön nach Kiew in die Ukraine. Erik Hirschbaum nach wie vor bei mir im Studio. Was so ein bisschen auffällt, und da würde ich gerne mal nachfragen, woran liegt das? Nun gut, bei dieser Rede viel Oppositionsprotest. Hätte man erwarten können, gab es aber irgendwie kaum. Ist das schon eine Resignation der Demokraten auf das, was Trump immer wieder behauptet? Teilweise ist es auch falsch, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Hat man überhaupt Donald Trump aktuell irgendetwas entgegenzusetzen als demokratische Opposition? Ja, die Demokraten sind noch in der Findungsphase. Das war eine bittere Niederlage, obwohl nur 1,5 Prozentpunkte hinter Trump waren. Und die haben noch Zeit, 1,5 Jahre bis zur nächsten Wahlen. Und es gab schon Proteste da. Es gab Schilder, die haben aufgehängt. Eine ist raus, eine Abgeordnete aus Texas ist rausgeworfen worden. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert. Die Demokraten suchen noch, wo die gegen Trump kämpfen können. Inflation, die Wirtschaft wird sicherlich ein ganz großes Thema für viele Amerikaner. Die Demokraten haben das wahrscheinlich
nicht genug betont in dem Wahlkampf letztes Jahr. Trump hat da aufgerollt bei der Wirtschaftsfrage. Die Demokraten müssen sich noch finden. Es gibt aber noch Zeit bis zu den nächsten Wahlen in 2026. Ein Thema, was immer wieder aufgetaucht ist in den letzten Wochen, Grönland. Grönland als Bundesstaat der amerikanischen Bundesstaaten, der Bundesvereinigung. Und da hatte man so ein bisschen den Eindruck am Anfang, also er lässt den Grönländern schon die Wahl, wofür sie sich entscheiden. Und dann gab es so einen denkwürdigen Satz, aber eigentlich ist mir das auch Hupe, so oder so, Grönland kommt irgendwann nach Hause. Wie muss man das denn einordnen? Ja, das ist Trump mit seiner Provokation. Dänemark hat schon gesagt, es ist nicht zu verkaufen, Grönland ist nicht zu verkaufen oder zu verschenken. Das wird wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Aber für Medien, für Trump ist es ein Kriegsnebenschauplatz und er probiert da ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Show zu machen. Das Gleiche mit Kanada und Panama. Das ist irgendwie unsäglich, das ist irgendwie peinlich für viele Amerikaner, die im Ausland leben, dieser Kolonialismus zu hören. Und es ist auch nicht kein gutes Signal an Leute wie Putin und an China. Ja? China hat Ideen für Taiwan und was Trump macht, es macht ziemlich viel kaputt über die Diplomatie aus den USA die letzten 80 Jahre mit dieser komischen Gedanken über Grönland. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, hoffentlich nicht passieren. Aber Trump redet immer davon, weil es Unterhaltung ist und in den Medien kommt es immer wieder an bei seinen Anhängern. Du bist ja selbst nun Amerikaner. Ich weiß nicht, ob das, was teilweise dort stattfindet bei solchen politischen, öffentlichen Veranstaltungen, auch bei dir verfängt. Wir in Europa sind da meistens so ein bisschen fremdbeschämt, kann man sagen. Emotionen, ja. Also wenn die Amerikaner für was stehen, dann Emotionen. Und so einen rührenden Moment gab es natürlich auch gestern in der Rede von Donald Trump. Er hat nämlich einen krebskranken Jungen zum Geheimagenten ernannt. I'm asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Ja, der 13-jährige DJ Daniel ist jetzt Mitglied des Secret Service. Der Chef des Geheimdienstes, Sean Curran, überreichte dem Jungen während Trumps Rede dann auch den entsprechenden Ausweis. Daniel leidet unter einem Hirntumor. Die Ärzte hätten ihm nur wenige Monate gegeben. Nun, Jahre später, lebe er aber immer noch, sagte Trump. Sein größter Wunsch sei es immer gewesen, Polizist zu werden. Die Abgeordneten beider Parteien feierten ihn mit Standing Ovation. Das ist, Entschuldigung, aber da sind wir wieder bei den Unterschieden, was so die Wahrnehmung, die Aufnahme betrifft, wo ich denke, oh Freunde, ist doch gut, ja, schöne Geschichte, aber der Amerikaner, der leidet mit, oder? Ja, klar, es ist eine tolle Geschichte, herzzerreißende Geschichte. Der sollte vor 5 Jahren nicht mehr da sein, aber jetzt lebt er noch und sein Traum ist, Polizist zu sein. Das passt Trump in sein Weltbild ganz gut. Die Polizisten mögen ihn im Großen und Ganzen. Und diese Theater, diese Show ist Teil dieser Reden im Kongress seit Ronald Reagan. Ronald Reagan war auch ein Schauspieler. Er hat das eingeführt und jeder Präsident, Demokraten auch, die machen das immer durch Beispiele aus der Galerie und das macht diese lange Rede, 2 Stunden, ein bisschen kurzer, ein bisschen lebendiger, wie ein Film am Abend mit höheren Tiefen. Und wie ein Hollywood-Film aus Amerika. Die Amerikaner erwarten das, wollen das und es geht auch um die Quoten. Die Sender wollen guten Quoten haben und deswegen der Präsident muss liefern mit ein paar lustige, interessante Beispiele aus dem Publikum. Erik, ganz kurz noch mal so global auf diese Rede betrachtet. Wie würdest du, was da zu erleben war vor dem Kongress, einschätzen? Also die Rede von Donald Trump insgesamt. Ja, es wird wahrscheinlich schnell vergessen, weil so viel Wahlkampfgetöse. Aber seine Töne über Frieden und Ukraine ist wirklich interessant. Es scheint wirklich alles wieder in Ordnung zu sein. Man muss überlegen, wie schnell das ging von Freitagabend. Da war eine Katastrophe bis am Montag, wo die Hilfe für Ukraine eingestellt ist. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und wie wir gehört haben von Paul aus Kiew, vielleicht gibt es mit Starmer und Macron Handlungen diese Woche in Washington. Das wäre natürlich eine wunderbare Drehung für diese Geschichte. Und Trump will Frieden. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, die Deutschen lieben Frieden. Und ich würde denken, mehr Leute in Deutschland würden sich freuen, dass Trump wirklich hier glaubhaft versucht, einen Frieden zu erreichen. Was für die Sicherheit garantieren werden, wer weiß das? Aber wer kann das sagen? Wer kann Ukraine die Sicherheit geben, die er eigentlich braucht? Wahrscheinlich gar keine. Höchstwahrscheinlich ist es eine Frage des Preises, den die Ukraine zahlen muss. Aber das wiederum ist erstmal ein anderes Thema. Danke für die Einschätzung bis hierhin, Erik Kirschbaum. Dankeschön.